Ich bin unglaublich stolz, jetzt das Gesicht für diese tolle Marke sein zu dürfen. So wie Biogena bin auch ich eine Salzburgerin und auch in der Zeit jetzt nach dem Leistungssport steht für mich die Gesundheit an erster Stelle und Biogena macht es uns da schon sehr einfach, dass man sich aktiver, noch vitaler fühlt. Also da bin ich wirklich zu 100% überzeugt und schätze es außerdem auch sehr, dass sie soziale Verantwortung übernehmen gegenüber der Gesellschaft, der Umwelt. Also das ist schon sehr, sehr gut. In Abtenau, wo ich aufgewachsen bin, ist Skisport Tradition. Da ist es ganz normal, da wird auch kein großer Zirkus drum gemacht, sondern da sagt der Papa dann, gut, wir gehen Skifahren und so ist es passiert. Und es hat sich aber schon ganz früh bei mir rauskristallisiert, dass es meine ganz große Leidenschaft ist. Es hat nichts gegeben, was mich mehr begeistert hat, was mich mehr interessiert hat und somit war ich nahezu in jeder freien Minute, wenn es irgendwie noch gegangen ist, auf der Piste und ich habe schon ganz früh den Traum, den Wunsch dann entwickelt, oder ich sage, vielleicht sogar das Ziel gehabt, eben Weltmeisterin zu werden. Angeblich habe ich das schon im zarten Alter von 5 Jahren gesagt, im Kindergarten, ich werde mal Weltmeisterin. Gott sei Dank hat es dann funktioniert. Aber ich glaube schon, dass es die Begeisterung, die Leidenschaft ist zum Sport. Und dann ist man bereit dazu, dass man ganz viel gibt und auch viel trainiert. Für mich war der Wechsel aus dem Sport in das Berufsleben unglaublich spannend. Ich muss schon dazu sagen, ich habe das ganz große Glück gehabt, dass ich sehr lange den Sport ausüben habe können und schöne Erfolge feiern durfte. Und für mich war es aber dann schon so, in den letzten Jahren habe ich dann schon gemerkt, jetzt interessieren mich auch andere Dinge. Und somit war es für mich schon logisch, dass ich irgendwie ja noch was anderes erreichen will, weil es war immer so ein bisschen der Gedanke im Kopf, gut, man hört mit knapp 30, 35 maximal, hört man auf mit dem Leistungssport, aber ich habe mir dann gedacht, das kann es ja auch nicht schon gewesen sein. Also ich möchte nicht mit 70 sagen, meine schönste Zeit war nur im Sport, sondern auch, dass das danach, was danach gekommen ist, dass das mich herausgefordert hat, dass es eine absolute Bereicherung war und deshalb waren dann auch oder sind nach wie vor die Vorstellungen, die Ziele sehr hoch. Aber ich glaube auch, wenn man Vorstellungen oder eben hohe Ziele hat, dass die Lebensqualität eine ganz andere ist. Und mein Anspruch ist nach wie vor groß und das will ich auch so beibehalten. Ich glaube, dass es ganz normal ist, dass man nicht immer nur ganz oben sein kann. Und im Sport kriegt man es halt natürlich schon ziemlich nüchtern präsentiert. Man ist sehr messbar und man schrammt manchmal vielleicht nur ganz knapp an einer Medaille vorbei. Könnte zum Beispiel Olympiasieger sein, steigt aber dann in den Flieger und weg nach Hause und ist Vierter. Gut, das ist jetzt nicht das angenehmste Gefühl, aber ich glaube schon, dass es darum geht, dann dran zu bleiben. Oder wenn man nach Verletzungen wieder zurückkommen will, geht es eigentlich überall ums selbe, dass man Durchhaltevermögen entwickelt, dass man konsequentes Disziplin hat und vor allem, dass man nicht aufgibt. Aber da bin ich immer wieder überzeugt davon, wenn man eben ein hohes Ziel hat oder wenn man das gern macht, dann kämpft man sich zurück. Und ich glaube, da geht es uns allen gleich. Es wird Tage geben, die nicht einfach sind. Motivieren, für mich ist Motivation positiv sein, nach vorne blicken, dass man ein Vertrauen entwickelt, sich selber gegenüber, das Selbstvertrauen hat, dass man es wieder schaffen kann. Und dann bin ich überzeugt davon, dass man vielleicht durch das Ziel auf ganz was anderes wieder kommt, was dann unglaublich bereichernd sein kann. Und wenn es einmal nicht so läuft, das anerkennen und sagen, gut, es läuft gerade einmal nicht so, aber es wird auch wieder besser, vielleicht morgen schon. Und ich glaube, der Blick nach vorne, der hilft dann schon sehr, auch wenn es manchmal nicht ganz einfach fällt, aber trotzdem immer wieder schauen, dass man in der positiven Spur bleibt, dann geht es schon irgendwie. Ich bewege mich von Haus aus sehr gerne. Sport ist für mich jetzt keine Qual, wobei es gibt schon Tage, da muss ich meinen Schweinehund genauso überwinden. Gut, ich komme aus dem Leistungssport, aber nur, ich esse ja auch gern. Gell? Wenn man gern isst und trinkt, dann geht es sich anders nicht aus. Dann muss man sich irgendwann auch mal ein bisschen bewegen. Und ich finde, was gibt es Schöneres, als in der Früh rausgehen, du hast die frische Luft, du hast im Idealfall die Natur und da kann ich so viel Kraft schöpfen. Viel mehr, als wenn ich noch eine Stunde länger geschlafen hätte. Und ich glaube, es macht dann auch ganz viel aus, wenn man auf die Lebensqualität schaut. Also wenn man sich bewegt, ist man, glaube ich, auch viel sensibler, was den Körper anbelangt. Und ja, das ist schon ein Geschenk. Also wenn man die Möglichkeit hat, unbedingt manchmal ein bisschen rausgehen, ein bisschen zumindest. Genuss bedeutet für mich, das hat jetzt nicht nur mit Essen und Trinken zu tun, sondern
auch die Zeit für mich nehmen. Also wenn ich was genieße, dann brauche ich die Zeit dafür und dann bin ich mit allen Sinnen genau bei dem, was ich gerade mache. Dann ist das für mich Genuss, also Zeit für mich nehmen, und ich glaube, das fällt vielen ganz, ganz schwer, Zeit für sich überhaupt zu finden, aber wir sollten es uns wert sein, dass wir das machen.